Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist wieder 16 Uhr Sonntag und wir haben eine neue Folge. Wir fahren den aktuellen Maserati MC20. Ich kann euch nur sagen, das Auto ist hochexklusiv, das Auto ist niegelnagelneu. Es wurden nur 17 Stück dieses Jahr nach Deutschland ausgeliefert. Und ein Auto haben wir hier ganz exklusiv. Es gibt kein Pressefahrzeug vom Hersteller. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Wo will das Auto hin? Das ist ja die Kernfrage heute. Wo will der Maserati MC20 sich platzieren? Preistechnisch haben sie sich schon sehr hoch angesiedelt, weil du kannst das Auto von weit über 300.000 € konfigurieren. Maserati MC20. Dieses Jahr wurden 17 Autos nach Deutschland geliefert und wir haben ein Auto. Endgeschwindigkeit 325 km/h, von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden. Das Auto hat 630 PS, Leergewicht von 1500 Kilo und dann noch ein 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Hoffnungsträger gerade von Maserati. Maserati hat richtig zu kämpfen, das ist die letzte Hoffnung. Ich hoffe, dass es für Maserati klappt. Vor ein paar Tagen habe ich auch auf Instagram eine Aktion gestartet und habe gesagt, stellt mir die Fragen zum Fahrzeug. Und eine Lieblingsfrage habe ich, weil ein Auto mit 630 PS von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden muss auch sehr oft getankt werden. Und da kam eine Frage, wie hochwertig ist dein Tankdeckel? Und dazu kommen wir gleich. Und jetzt kommen eure Fragen. Ihr habt da zahlreiche Fragen gestellt. Unter anderem war eine Frage, was sucht ihr euch für Namen aus? SXNGEE. Ich würde mal sagen, Singi. Was würdet ihr sagen? Singi. Okay, Singi. Da war die Frage, wie findest du die Felgen? Ich finde, die Felgen, die haben was. Okay, hier die Tridente. 3 Zähne habend. Dieser Zack, das erinnert mich natürlich an Maserati M wieder. Okay? Die haben jetzt auch hier keinen Aufpreis. Die einzigen Felgen, die bei den Maserati MC20 Aufpreis kosten, sind auch die Corsa-Felgen. Die kosten 1100 € extra. Okay? Aber wenn du mal hier eine Felge schrottest und einen kompletten Radsatz brauchst, liegst du ungefähr bei 7.500 bis 9.000 €. Wenn wir schon bei den Felgen sind, gehen wir mal auf die Keramikbremsen. Keramikbremsen will Maserati, sage und schreibe, 11.900 € extra haben. Wenn du das nicht ankreuzt, hast du ganz normale Stahlbremsen von Brembo, was ja auch mega gut ist. Aber für 11.900 € Keramikbremsen, da ist Maserati ganz weit hinten in der Preisklasse, weil alle anderen Marken, McLaren, Ferrari, Lamborghini, dort ist Keramikbremse Serie. Und das verstehe ich nicht, warum. Dass sie das optional anbieten, finde ich gut. Aber dass die 11.900 € verlangen für Keramikbremsen, finde ich eine absolute Frechheit. Das finde ich nicht gut. Jetzt gehen wir mal zur Innenausstattung. Und wenn ich schon mal die Tür für Jaschke aufmachen darf, können wir auch die Butterfly-Türen ansprechen. Das sind keine Flügeltüren, sondern das sind Schmetterlingstüren, Butterfly-Türen. Die kommen nach außen hin raus, okay? Einziger Nachteil ist, wenn du in eine Tiefgarage parkst, wo es ziemlich eng ist und du die Tür aufmachst, brauchst du ungefähr 1 Meter Platz, weil, guck mal, so weit muss das nächste Auto parken. Und das ist in jede deutsche Tiefgarage ein bisschen schwierig, würde ich sagen, oder? Ich setze mich rein, weil es sind einige Fragen, was die Innenausstattung betrifft. Parman hat gefragt, Hamid, rechne mal bitte, was Innenraumausstattung kostet und wie viele Dacias man dafür bekommt. Okay? Das ist natürlich eine sehr coole Frage, Parham. Also, wir haben hier einmal die Innen-Carbon-Paket drin für 7.200 €. Das ist einmal meine Mittelkonsole, Lenkrad und hier oben. Dann habe ich hier die große Musikanlage drin, die Sonus Musikanlage für 4.100 €. Okay? Und alles andere war es schon. Also wir reden hier über 11.300 € Innenausstattung. Und dafür kriegen wir schon ein Dacia. Wenn wir gut verhandeln können, sogar ein Dacia Duster Neuwagen. Jetzt kommt die Frage, diesmal von Bahar, wie viel kostet die Versicherung? So, und jetzt kommen wir, große Thematik Versicherung. Versicherung, wisst ihr immer, haben wir immer ein Problem. Jeder hat so seine eigene SF-Klasse, je nachdem,
Hat er mal Unfälle gebaut? War er verschuldet? War er nicht verschuldet? Wie alt ist er? Wie viele Kilometer fährt er pro Jahr? Ist das Auto abends in der Garage? Abgeschlossene Garage? Tiefgarage? Da gibt es so viele Fragen. Deswegen kann man jetzt nicht genau sagen, das Auto kostet 2.000 Euro, 3.000 Euro, 4.000 Euro oder 5.000 Euro. Was ich euch aber fast garantieren kann, ist, dass das Auto ab 2,5 beginnt. Okay? Fast. Okay? Nach oben hin natürlich keine Grenze gesetzt. Aber ich habe was für euch. Und zwar habe ich hier eine App, die könnt ihr euch kostenlos runterladen. Das heißt nämlich Clark. Dort könnt ihr alle eure Versicherungspolicen ganz easy hochladen. Okay? Und die checken das Ganze für euch. Und sobald die merken, dass irgendwo anders die Versicherung eventuell günstiger ist, kriegt ihr eine Benachrichtigung. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Egal welche Versicherung, sei es Kfz, Hausrat, Hund, Katze, Wellensittige nicht, oder? Oder? Die war nicht dabei. Pferde. Und mit dem Bedarfscheck bekommt ihr sogar personalisierte Versicherungen vorgeschlagen. Das kann ich echt euch empfehlen. Das ist alles kostenlos. Und dann habt ihr noch Vorteile, wo ihr euch telefonisch oder per E-Mail komplett beraten lassen könnt. So, und dann habe ich hier unten für euch einen Link. Okay? Wenn ihr darauf geht und euch eine App runterlädt und Code Hamid eingibt und 3 Versicherungspolicen hochlädt, kriegt ihr pro Versicherungsanfrage 15 Euro Gutschein bei Amazon. 45 Euro Amazon haben oder nicht haben. Ich glaube, bald ist Weihnachten, oder? Jaschka? Kurz vor. Kurz vor, genau. Also, Gas geben. Jetzt geht's weiter. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Wir hören richtig unsere Turbolader, auch im unteren Geschwindigkeitsbereich. Hörst du richtig, wie der Luft saugt. Die einen mögen das, die einen lieben das. Und die echten Saugermotor-Fans, die sagen, ey, ich möchte so wenig wie möglich meinen Turbolader hören. Wir gehen mal die Innenausstattung, die Verarbeitung, Napa-Leder, Kontrast-Stitching, ein bisschen Farbe hier reingebracht. Ansonsten finde ich meine Carbon-Verarbeitung verdammt gut gemacht. Mein Lenkrad ist auch sehr, sehr puristisch gehalten. Einfache Knöpfe, okay, man muss es mögen. Und ich habe keinerlei Knöpfe mehr zum Kalt- oder Warmstellen oder mein Gebläse einzustellen. Es gibt nichts mehr, es ist alles nur noch digital. Ich bin nicht so der Fan davon, weil ich finde, das gehört zu einem Fahrzeug noch dazu. Aber was ich mega geil finde, ist, mein Rückspiegel ist nicht mehr klassisch Spiegel, sondern es ist mit einer Kamera verbunden, wo ich live immer hinten rausschauen kann. Du kannst das alles nur noch hier elektronisch einstellen. Also heller, dunkler und dann nach oben oder je nachdem nach unten, wie du das im normalen Gebrauch auch einstellst. Ansonsten ist er innen so, wie es sich in einem Sportwagen gehört, ruhig, puristisch. Bei mir kommt immer wieder ein Touch Alfa Romeo rüber, bei allen Respekt. Und ich stelle mir immer noch die Frage, wo will Maserati mit diesem Fahrzeug hin? Leider ist das hier kein Pressefahrzeug. Ihr habt ja viel gefragt, Endgeschwindigkeit und so weiter. Ich kann hier nicht direkt auf die Autobahn gehen und Endgeschwindigkeit ausprobieren. Das geht heute leider nicht. Ich bin unheimlich froh, dass ich euch dieses Auto so früh präsentieren kann. Sladi hat gefragt, wie hört sich die Hupe an? Eine coole Frage. Probieren wir mal einfach mal aus. Ganz easy. Wie alle anderen italienischen Autos auch. Hörst du das? Was ich mega cool finde, ist, dass Maserati natürlich sofort daran gedacht hat, die Kinderkrankheiten, die McLaren 720S am Anfang hatte, die haben ja ähnliche Türen. Und dann haben sie auch hier die Lufthutze, was ja natürlich so Sinn und Zweck hat für die Entlüftung im Radlauf. Da haben sie sofort hier Gitter eingebaut. Die ersten McLaren 720S hatten kein Gitter drin und alles Laub, Schmutz ist hier reingeflogen und hat hier alles beschädigt. Und stellt euch mal vor, ich habe hier ein Carbon-Paket von 38.000 Euro und hier kommt Laub, Schmutz, alles rein und beschädigt 38.000 Euro. Das wäre krass. Selbst mit Gitter, was du hier siehst, haben wir hier ganz dünne Kiessteine und so weiter drin. Aber trotzdem haben wir einen Schutz und das finde ich mega cool. Marvin fragt, was ist das absolut Besondere an diesem Auto, was nur Maserati bietet? Eine geile Frage, ist eine richtig coole Frage. Und ich kann diese Frage sofort beantworten. Das ist
diese Frontschürze. Markant gezeigt. Also ich bin stolz auf meine Marke. Ich zeige mein Maserati-Label. Ein riesen Schnauze vorne. Und durch die Lampen ist sofort Wiedererkennungsmerkmal Maserati. Das hat keine andere Automarke. Ich mache mal kurz Licht an. Bei den meisten ist es ja so, wenn ich jetzt blinke, dass dann meine LED-Lampe ausgeht und dann meine Blinker kommen. Aber hier nicht. Hier bleiben meine LED-Lampen trotzdem an, mein Tagfahrlicht. Und dann habe ich zwei dünne LED-Lampen unten für meinen Blinker. Und das finde ich mega gelungen, weil teilweise, muss ich ehrlich sagen, bei dem Bentley Continental GT versuche ich so wenig wie möglich zu blinken, weil ich das immer cool finde, dass meine LED-Lampen an sind. Und sobald ich blinke, verschwindet meine LED-Lampe, ist auf eine Seite an und die andere Seite blinkt. Und das finde ich mega unsexy. Das hier finde ich richtig gut. Das haben sie richtig geil gemacht. Einer meiner Lieblingsfragen kam von Omar. Und zwar, ist der Tankdeckel aus Plastik? Omar, wir fahren hier 630 PS. Ein V6-Motor. Das Auto fährt von 0 auf 100 in sage und schreibe in 2,9 Sekunden. Und ich glaube, wenn du das öfter machst, musst du öfter tanken. Dann machst du einen Tankdeckel auf und hast gar keinen Tankdeckel. Da ist nichts. Da ist nichts. Das ist geil, weil dann kannst du ganz schnell tanken, raus und wieder weiterfahren. Woran erinnert uns das Ganze? An Ferrari. Ferrari hat damit nämlich angefangen, im Serienmodell ohne Tankdeckel anzufangen. Das war Ferrari mit dem 458. Aber das ist von 2010, das ist schon 11 Jahre her. Maserati ist endlich soweit. Wir haben es jetzt auch bei Maserati. Das ist echt cool. So, da kam die nächste Frage von Jack. Und zwar kam die Frage, wie findest du den Wagen persönlich von außen und von innen? Irgendwas, was dir nicht gefällt. Also, wenn du hier nahe kommst, Jaschka, siehst du hier im unteren Bereich, dass es jetzt Plastik ist. Okay? Das fällt bei Schwarz jetzt nicht so auf, weil es ganz dunkel Anthrazit ist. Aber wenn ich mir das Auto jetzt in Blau bestellen würde, dann würde das sofort hervortreten, dass das aus Plastik ist. Man hat hier die Option, das auch an Carbon zu bestellen. Das ist dann das Außen-Carbon-Paket, aber das kostet dich ca. 38.000 €. Und das finde ich persönlich nicht gut und zu viel. Was stellt ihr euch vor, wenn ihr eine Motorhaube, in dem Fall eine Kofferraumklappe, für 4.700 € bestellt und da steht Carbon? Eigentlich würde ich sagen Sichtcarbon oder sonstiges. Aber guck mal einmal hier rauf. Das ist zwar Carbon, okay, aber du siehst nicht, es wurde lackiert. Warum nehme ich dafür 4.700 €? Warum? Für 4.700 € kriege ich einen 6, 7 Jahre alten Dacia Duster. Und ich glaube nicht, dass das so ein riesen Gewichtsersparnis ist, dass ich auf der Autobahn schneller auf meine Endgeschwindigkeit komme. Okay? Jetzt geht's weiter. Wir haben hier 630 PS. Guck dir mal die Auspuffendrohre an. Die sind viel zu klein. Da habe ich null Feeling. Ich habe null Sportwagen-Feeling. Hier von hinten habe ich viel mehr Gran Turismo-Feeling. Aber kein MC für Maserati Corsa Rennabteilung. Wo ist das hier bitte Rennen? Ich sehe das nicht. Ich sehe das persönlich nicht. Und jetzt gehen wir mal im Motorraumbereich. Dann haben wir hier Kofferraum. Es bleibt ein Sportwagen. Es ist ausreichend. Motor, selbst entwickelt, komplett Maserati. Ein 6-Zylinder, Mittelmotor. Der Motor liegt fast auf dem Boden. Schön mit einer Carbonabdeckung. Man sieht die Schläuche, man sieht alles und das finde ich schon cool. Das ist außerdem unsere kleine Kamera nach hinten. Das ist unser Rückspiegel. Integriert in unsere Antenne, die dritte Bremsleuchte. Und hier ist unsere Rückfahrkamera. Also Ramon hat eine coole Frage gestellt und zwar, gibt dieses Auto Emotionen her? Weil es ist ja ein 6-Zylinder, Turbo geladen. Ich kann sofort dir eine Antwort geben, mich hat das Auto nicht gepackt. Ich sitze jetzt nicht im Auto und sage, wow, geil und ich habe Spaß und ich möchte noch weiter nach vorne marschieren. Ich bin im Sportmodus, ich gehe jetzt sogar in Corsa-Modus rein. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, geil, das Auto packt mich oder sonstiges. Ich bin gespannt, was die ersten Rennfahrer zu diesem Fahrzeug sagen, wenn sie das Auto auf der Nordschleife oder auf Bilzer Berg oder sonstiges fahren. Aber so jetzt im Stadtverkehr gibt er mir null Emotionen, fast gar keine Emotionen. Fazit, was ist der MC
MC20. Wo stufen wir das Auto ein? Ich gehe jetzt erstmal preistechnisch. Das Auto fängt ab 240.000 Euro circa an und du kannst das Auto bis weit über 300.000 Euro konfigurieren. Und dann nehmen wir mal die direkte Konkurrenz. Ferrari, jetzt zur Zeit der F8, hat 90 PS mehr, ein 8-Zylinder. Im ersten Quartal 22 kommt Ferrari mit einem 296 GTB, 6-Zylinder, Hybrid, 830 PS. Okay, und eine mega Optik. Der McLaren mit den Artura, ebenfalls wieder Hybrid. Hier haben wir einen ganz neuen Motor, selber entwickelt von Maserati, einen 6-Zylinder-Motor, aber kein Hybrid, also nicht zeitgemäß. Ich persönlich sehe hier kein MC, ich sehe hier eher ein GT. Der MC20 ist ein schönes Auto, aber für mich gefühlt 100.000 Euro zu teuer auf dem Markt. Und in seine Liga, wo er sich befinden möchte, da wird die Konkurrenz es relativ einfach haben. Es ist zwar hart, aber ich muss das leider so sagen. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da, abonniert bitte meinen Kanal. Nächste Woche Sonntag sehen wir uns wieder um 16 Uhr. Und lasst euch überraschen, was noch kommt. Genießt euer Restsonntag. Bis nächste Woche. Ciao.